But I think it's obviously there are problems here and there, inevitably. Nothing's ever perfect. And that people have lots of complaints. Jahrzehntelang blieb König Charles schweigsam, stoisch und königlich. Er sprach sorgfältig, wählte seine Worte mit Bedacht. Nie zu viel, nie zu persönlich. Aber jetzt, in einem Moment, mit dem niemand gerechnet hatte, sprach er endlich die Worte, von denen wir nie gedacht hätten, dass wir sie jemals hören würden, im Live-Fernsehen, und sie waren erschreckend. Ich habe sie gehasst. Von wem meinte er wohl Diana, Camilla oder jemand ganz anderen? Geben Sie Ihre Schätzung in die Kommentare ein. 1 für Diana, 12 für Camilla, 3 für einen anderen Royal. Lassen Sie uns zusammenfassen, was wirklich passiert ist, an wen diese Worte gerichtet waren und warum es die königliche Familie wie nie zuvor erschüttert hat. Während einer kürzlich im gesamten Vereinigten Königreich live übertragenen königlichen Sondersendung wurden König Charles eine Reihe nicht geschriebener Fragen gestellt, um einen intimären Blick auf das Privatleben des Monarchen zu werfen. Es sollte hell sein, reflektierend, humanisieren. Aber dann nahmen die Dinge eine Wendung. Als Charles nach der schwierigsten Zeit seines Lebens gefragt wurde, hielt er inne, holte tief Luft und sagte Folgendes: Es gab Momente, in denen ich sie hasste, nicht weil sie grausam war, sondern weil ich mit ihrem Licht nicht mithalten konnte. Den Namen hat er nie gesagt, aber viele glauben, ohne Frage, dass er von Prinzessin Diana sprach. Er erklärte weiter, wie Medienbesessenheit, öffentliche Meinung und persönliche Schuldgefühle seinen Groll prägten und wie er jahrelang anhielt. Ein seltenes, rohes Geständnis eines Mannes, der sein ganzes Leben lang darauf trainiert hat, nicht aus dem Herzen zu sprechen. Es ist keine aus Hass geäußerte Aussage, sondern eine des Bedauerns, von Verletzlichkeit, und es hat die königlichen Beobachter fassungslos zurückgelassen. Risse in der Krone. Jahrelang gelang es der königlichen Familie, ihre Probleme geheim zu halten. Doch nun beginnt alles auseinanderzufallen. In einem Moment, der alle überraschte, brach König Charles sein Schweigen und rief etwas, das Schockwellen durch die Gänge des Palastes schickte. Viele Menschen fragten sich, was sich hinter dem königlichen Bild verbirgt. Nachdem sie seine Aussagen gehört hatten, die stark von Leidenschaft und hochgezogenen Augenbrauen geprägt waren. Das einstmals solide Bild der Zusammengehörigkeit des Palastes beginnt zu bröckeln, da lange gehegte Wahrheiten ans Licht kommen. Dies steht im Gegensatz zur vorherigen Situation. Nicht alles ist in einer einzigen Nacht auseinandergefallen. Auf den ersten Blick schien alles in Ordnung zu sein. Die königliche Familie stand weiterhin im Mittelpunkt, lächelte gelegentlich und verhielt sich wie erwartet. Andererseits wurden im Hintergrund andere Entscheidungen getroffen und selbst scheinbar kleine Vorkommnisse würden sich irgendwann als Auslöser erweisen, der alles verändern würde. In der Vergangenheit, lange bevor es Schlagzeilen und öffentliches Drama gab, hatte bereits etwas begonnen. Und hier beginnt die wahre Geschichte. Im Gegensatz zu dem, was die Mehrheit der Menschen glaubt, beginnt die Erzählung anders. Es ist ein weit verbreitetes Missverständnis, dass die erste Begegnung auf einer Party einer älteren Schwester stattfand. Die Realität ist jedoch, dass es auf viel einfachere Weise ablief. Damals war sie erst 16 Jahre alt, zurückhaltend und unsicher und versuchte immer noch, ihre Identität zu finden. Obwohl er deutlich älter war, war er in der Öffentlichkeit bereits bekannt. Obwohl es nur eine sehr kleine Begegnung war, war es tatsächlich der Beginn von etwas weitaus Bedeutsamerem. Er bemühte sich von Anfang an, solche Empfindungen zu ignorieren und besuchte Sarah weiterhin, als wäre nichts geschehen. Kurz darauf unternahmen die beiden einen Skiausflug, der sofort die Aufmerksamkeit der Medien auf sich zog. Die Medien verschwendeten keine Zeit damit, Fotos des Paares zu zeigen. Das zusammen lächelte, sie als das ideale Paar zu beschreiben und sogar eine beiläufige Anspielung auf eine königliche Hochzeit zu machen. Das Grinsen täuschte jedoch darüber hinweg, dass die Dinge nicht so wunderbar waren, wie sie zu sein schienen. Während einer von Sarahs Konferenzen
ereignete sich ein unerwartetes Ereignis. In der Gesellschaft von Diana fühlte sich Charles allein. Genau zu dieser Zeit begann sich alles zu verändern. Auch wenn es ein flüchtiger Moment war, den man leicht übersehen konnte, war es der Beginn von etwas, das ihr Leben tiefgreifend verändern würde. Was sich an diesem besonderen Abend abspielte, formte später eine Erzählung, die die ganze Welt nie vergessen würde. Wie könnte ein solch bescheidener Anfang zu einem Leben führen, an das man sich erinnern wird, und zu einer Zukunft, die viel zu früh verloren geht? Ein Blick, der mehr wurde. Während dieser Zeit, in der sie abseits der Menschenmenge war, schlenderte Diana allein in Begleitung von Charles durch die Galerie in ihrem Haus. Die Interaktion zwischen ihnen war mühelos, ungezwungen und erschreckend sehr intim. Ihre Freundlichkeit und sein Eifer hinterließen einen unauslöschlichen Eindruck auf ihn. Etwas an Diana beschäftigte ihn weiterhin, obwohl er Sarah immer noch traf. Sie war jung und unsicher, doch sie strotzte vor Vitalität. Darüber hinaus war sie trotz der Tatsache, dass sie von seiner Aufmerksamkeit beeindruckt war, auch etwas verwirrt darüber, was sie dazu sagen sollte. Das lag daran, dass er nicht nur älter als ihre Schwester war, sondern auch eine starke Verbindung zu ihr hatte, was alles so erscheinen ließ, als sei alles tabu. Doch dann geschah etwas, was niemand kommen sah. Sarah, die zuvor den Eindruck erweckt hatte, zufrieden zu sein und Charles nahe zu sein, überraschte die Welt, als sie offenbarte, dass sie absolut kein Liebesinteresse an ihm hegte. In einem offenen Interview mit dem Bold-Magazin erklärte sie unmissverständlich, dass sie nicht die Absicht habe, in die königliche Familie einzuheiraten. Viele Menschen waren davon verblüfft, insbesondere weil sie und Charles noch vor wenigen Wochen eine romantische Beziehung zu haben schienen und kurz vor einer Verlobung standen. Sie heiratete schließlich eine andere Person und verschwand diskret aus der Öffentlichkeit. Sie hinterließ eine Lücke, von der Charles nicht erwartet hatte, dass sie durch ihren Weggang gefüllt würde. Charles' Aufmerksamkeit änderte sich, nachdem Sarah in der Situation nicht mehr eine Rolle spielte. Die Figur der Diana, die zuvor nur als Teenager im Hintergrund gestanden hatte, begann auf eine andere Art und Weise hervorzustechen. Charles traf die Entscheidung, sein Interesse zu verfolgen, obwohl es offensichtliche Gründe zur Besorgnis gab, nämlich den erheblichen Altersunterschied zwischen ihnen und ihren Mangel an Fachwissen in königlichen Angelegenheiten. Sie begannen, mehr Zeit miteinander zu verbringen, und die königliche Familie, die stets darauf achtete, wie die Dinge auf die Öffentlichkeit wirkten, schaffte es, alles genau im Auge zu behalten. Es dauerte nicht lange, bis sich die Beziehung entwickelte. Bald darauf blickten Menschen auf der ganzen Welt voller Ehrfurcht auf ihre prächtige Hochzeit. Sie glaubten, den Beginn eines echten Märchens zu sehen, da Diana ein Kleid zu tragen schien, das wie etwas aus einem Traum wirkte. Allerdings stimmte trotz all des Lächelns und Pomps bereits etwas nicht. Eine Reihe von Menschen schenkten dem Paar aufmerksame Aufmerksamkeit, als sie an einem öffentlichen Interview teilnahmen, das vor ihrer Hochzeit stattfand. Das Thema Liebe wurde zur Sprache gebracht und sie antwortete, dass sie verliebt sei. Seine Reaktion war jedoch eisig und unsicher, als wäre er sich seiner Gefühle nicht ganz sicher. Zu diesem Zeitpunkt kamen stille Befürchtungen zum Vorschein. Und zum ersten Mal fragten sich die Menschen, ob diese königliche Ehe so makellos war, wie sie schien. Ihre Gedanken kehrten immer wieder zu dieser kurzen Zeit während des Interviews zurück, was eine Angst schürte, die sie nicht loswerden konnte. Sie begann sich ganz grundsätzlich zu fragen, ob sein Herz wirklich ihr gehörte oder nicht. Was passiert in den Tagen vor der Ja-Erklärung, wenn sich Zweifel als Beweis erweisen? Lex, Liebe und Lügen sind alle enthalten. In den wenigen Tagen vor der Hochzeit wurde Diana mit einer beunruhigenden Offenbarung konfrontiert, die alles, was sie wusste, als wahr erschütterte. Ihr fiel auf, dass Charles ein Geschenk gekauft hatte, aber nicht für sie, sondern für Camilla, die Dame, die er zuvor geliebt hatte. Die Nachricht hatte einen tiefgreifenden Eindruck auf sie, und für einen flüchtigen Moment
hegte sie den Gedanken, der Situation gänzlich zu entkommen. Sie traf jedoch die Entscheidung, diese Gedanken zu ignorieren und mit der Zeremonie fortzufahren, obwohl sie unter dem Druck ihrer Familie und der Augen der ganzen Welt stand. Oberflächlich betrachtet scheint die Hochzeit ein großer Erfolg gewesen zu sein. Atemberaubend, majestätisch und unauslöschlich in den Erinnerungen der Menschen. Andererseits trug Diana hinter all der Spitze und den Formalitäten eine gewichtige Realität mit sich. Und diese Tatsache sollte später einen erheblichen Einfluss auf die frühen Tage ihrer königlichen Existenz haben. Zu diesem Zeitpunkt begann sich ihr Leben zu verändern. Sie musste sich an ihre neue Normalität gewöhnen, zu der königliche Pflichten, ständige Aufmerksamkeit und der Anspruch, stets schön auszusehen, gehörten. Diese neue Normalität lastete schwer auf ihr. Trotz der Tatsache, dass Charles leidenschaftliche Gefühle für Diana verspürte, wurde es immer schwieriger, diese zu ignorieren. Obwohl sie nicht gut zusammenpassten, schien sein Herz immer noch an Camilla zu hängen. Eine Verbindung, die Diana zwar spüren, aber nicht heilen konnte. Je mehr Zeit verging, desto größer wurde der Abstand zwischen ihnen. Trotz der Tatsache, dass Charles immer distanzierter wurde, hielten die Vermutungen über seine Romanze mit Camilla auch in Zukunft an. Sie wandte sich persönlich an Camilla und bat sie, einen Schritt zurückzutreten. Doch an ihrer Bitte änderte sich nichts. Der Stress in der Ehe ließ nicht nach und die Medien konnten nicht genug von dem Drama bekommen. Plötzlich kam der Moment, der alles für immer verändern würde. Der Inhalt eines privaten Telefongesprächs, das Charles und Camilla miteinander führten, wurde veröffentlicht. Und es gab keinen Raum für Streit darüber, was gesagt wurde. Eine emotionale Verbindung. Ihre Nähe zueinander und die Worte, die sie sprachen, enthüllten eine Tatsache, die viele andere zuvor vermutet hatten. Diana war zutiefst verärgert über das, was nun enthüllt wurde. Und der Vorfall sorgte für Aufregung, die sich über alle Nachrichtenquellen verbreitete. Nachdem einige Zeit vergangen war, gab Charles schließlich zu, eine Affäre zu haben, und nicht lange danach enthüllte Diana in einem ergreifenden Interview ihre eigene Wahrheit. Sie beschrieb die Qual, die sie empfand, weil sie in einer Ehe lebte, in der immer ein Dritter dabei war. Nachdem wir mit einem Lächeln und hochtrabenden Versprechungen begonnen hatten, verschlechterte sich die Situation allmählich zu etwas Schrecklichem. Diana hatte geglaubt, Kinder würden sie einander näher bringen, doch die Kluft zwischen ihnen wurde immer größer. Da Charles' Zuneigung zu Camilla nie wirklich nachließ, war es für ihre Ehe schwierig, jemals einen Punkt zu erreichen, an dem sie sich vollständig anfühlte. Während meines Aufenthaltes im Palast herrschte kein Gefühl von Gemütlichkeit. Es gab nie endende königliche Anlässe, in alle Richtungen blitzende Kameras und keinen Raum, sich mit dem eigenen emotionalen Leid auseinanderzusetzen. Die meiste Zeit über war Diana die alleinige Trägerin der Last. Und je beharrlicher sie versuchte, den Zusammenhalt der Familie aufrechtzuerhalten, desto mehr schien sich alles aufzulösen. Mit jedem Tag wurde es stiller um Dianas Ehe, obwohl sie sich alle Mühe gab, die Situation im Griff zu behalten und zu hoffen, dass sich die Lage verbessern würde. Es fiel ihr immer schwerer, ihre Tränen zu verbergen, selbst wenn sie in der Öffentlichkeit vorsichtig lächelte und winkte. Was passiert, wenn aus einem privaten Herzschmerz ein öffentliches Spektakel wird, das jeder auf dem Planeten miterleben kann? Es gibt Kameras, Lügen und Geheimnisse. Wenn Sie echte königliche Geschichten wollen, nicht das Märchen, sondern die Wahrheit hinter der Krone, klicken Sie auf Abonnieren. Wir tauchen tiefer ein, als Boulevardzeitungen es jemals wagen würden. Dianas Traurigkeit blieb nicht lange privat. Es waren ihr gezwungenes Grinsen und ihre müden Augen, die zum Klatsch der Stadt wurden, wann immer sie an königlichen Anlässen teilnahm. Was sie trug, was sie sagte und was sie tat. All das wurde von Reportern genau unter die Lupe genommen, die sie wie Geier umringten. Zu diesem Zeitpunkt begannen sich Gerüchte wie ein Lauffeuer zu verbreiten. Könnte die ideale königliche Ehe
bereits kurz vor dem Zerfall stehen. Es herrschte reges Treiben in den Boulevardblättern, die unverschämte Schlagzeilen über Verrat und Enttäuschung druckten. Darüber hinaus behielt die ganze Welt mit zunehmender Verbreitung der Geschichten ein wachsames Auge auf den Palast und rechnete damit, dass er unter dem Druck seiner eigenen Geheimnisse zusammenbrechen würde. Als die Belastung zunahm, konnte sich die königliche Familie nicht länger verstecken. Eines der verblüffendsten Dinge, die Charles tat, war, im Fernsehen zuzugeben, dass er Diana untreu gewesen war. Das Bild von ihm als hingebungsvollem Prinzen wurde schlagartig zerstört und versetzte Menschen auf der ganzen Welt in einen Schockzustand. Diana musste sich mit dieser Situation auseinandersetzen, da ständig Fotografen sie fotografierten. Sie fühlte sich durch die Situation gedemütigt und emotional traurig. Es war ein Problem, das zwischen Mann und Frau hätte geheim gehalten werden sollen, aber es wurde überall öffentlich bekannt. Für viele galt Diana als die Prinzessin, die nie aufrichtig geliebt wurde. Einige machten Charles dafür verantwortlich, Camilla nie losgelassen zu haben, während andere behaupteten, die königliche Familie habe sie zu einer Ehe gezwungen, die von Anfang an zum Scheitern verurteilt war. Es war kein Geheimnis mehr, dass Diana litt. Auf offene und ehrliche Weise sprach sie über ihre Gefühle der Ungeliebtheit und ihren Kampf gegen Bulimie, die beide in den schwierigsten Phasen ihrer Ehe entstanden waren. Sie versteckte sich nicht hinter einer königlichen Maske, vielmehr ließ sie die Öffentlichkeit ihr Leiden sehen. Und die Menschen liebten sie aufgrund ihrer Entscheidung noch mehr. Ihre märchenhafte Ehe war bereits am Ende, als sie sich 1922 gerichtlich trennten. Nach Abschluss des Scheidungsverfahrens im Jahr 1996 begann Diana ein neues Leben. Sie verwandelte ihr Leiden in etwas, das Bedeutung hatte. Sie hätte verborgen bleiben sollen, aber stattdessen trat sie hervor, um den Kranken, den Mittellosen und denen zu helfen, die alle anderen vergessen hatten. Sie umarmte nicht nur Menschen, die mit HIV infiziert waren, sondern reiste auch an gefährliche Orte, zu denen auch Landminen gehörten, und sprach für diejenigen, die von anderen übersehen wurden. Letztendlich ist die Tatsache, dass Diana eine Prinzessin war, der Grund dafür, dass sich die Menschen nicht an sie erinnern. Aufgrund ihrer Großzügigkeit werden sie immer in Erinnerung bleiben. Trotz der Tatsache, dass sie geschieden war, traf Diana die Entscheidung, mit Mitgefühl und nicht mit Zorn zu führen. Durch die Hilfe für andere Menschen konnte sie ihr Leiden in etwas Starkes verwandeln. Wie geht es mit der Welt weiter, wenn jemand, der so aufgeweckt und voller Leben war, unerwartet stirbt? Dianas Licht brennt immer noch. Menschen auf der ganzen Welt empfanden nach Dianas Tod im Jahr 1997 ein tiefes Gefühl des Verlustes. Nach dem Tod eines geliebten Menschen empfanden viele Menschen ein Gefühl des Verlustes. Ihre Abwesenheit löste bei Menschen jeden Alters und aus den unterschiedlichsten Nationen ein tiefes Gefühl des Verlustes aus. Sie behielt jedoch ein gutes Gedächtnis. Um ihren Respekt vor ihr zu zeigen, gingen ihre beiden Söhne, Prinz William und Prinz Harry, den Aktivitäten nach, die sie am meisten schätzte. Sie setzten ihr Ziel fort, den Vergessenen und denen zu helfen, die nicht in der Lage waren, sich durch die Arbeit mit Wohltätigkeitsorganisationen, ehrenamtlichem Engagement in der Gemeinde und der Erbringung öffentlicher Dienste hervorzuheben. Ihr Vermächtnis wurde auf eine Weise bewahrt, die weit über das hinausging, was aufgrund ihrer Leistung von der königlichen Familie erwartet wurde. Die Medien gerieten danach in einen Aufruhr, wie sie ihn noch nie zuvor erlebt hatten. Mehrere Monate lang war ihre Geschichte das meistdiskutierte Thema in den Medien und ihr Gesicht erschien auf jeder Titelseite. Als andererseits die ganze Welt trauerte, begann Charles in aller Stille ein neues Kapitel in seinem Leben. Auch wenn es sich nicht um eine ganz neue Geschichte handelte, erfand er sie diskret zusammen mit Camilla. Zu Beginn ihres Lebens, bevor sie Charles heiratete, hatte Camilla einen anderen Weg eingeschlagen. In der zweiten Hälfte der 1960er Jahre
lernte sie durch seinen jüngeren Bruder Andrew Parker Bowles kennen, einen hoch angesehenen Militärbefehlshaber. Zu Beginn ihrer Beziehung hatten Camilla und Andrew Parker Bowles eine schwierige Zeit. Im Laufe der Jahre erlebten sie in ihrer Beziehung viele Höhen und Tiefen, mit Brüchen und wechselnden Gefühlen. In ihrer Ehe ging es um mehr als nur um Liebe. Hinzu kam der Druck anderer Menschen. Beide stammten aus einflussreichen Familien der High Society, die sehr hohe Ansprüche an sich selbst stellten. Da ihre Verlobung zu einem bestimmten Zeitpunkt öffentlich verkündet wurde, obwohl sie der Vereinbarung noch nicht vollständig zugestimmt hatten, entstand bei Andrew der Eindruck, er sei verpflichtet, die Vereinbarung umzusetzen. Im Sommer 1963 schlossen sie den Bund fürs Leben und bekamen kurz darauf 2 Kinder, Tom und Laura. Allerdings dauerte es nicht lange. Zeit und Stress forderten schließlich ihren Tribut von einer Ehe, die mehr als 20 Jahre lang stark gewesen war. Zu Beginn der 1990er Jahre zeigten sich die Risse in ihrer leidenschaftlichen Ehe. Es war im Dezember 19, als sie das Scheidungsverfahren einleiteten, und nur wenige Monate später wurde die Ehe offiziell geschieden. Am Ende heiratete Andrew erneut und führte sein Leben weiter, wodurch dieses Kapitel für immer beendet wurde. Camilla hingegen betrachtete diesen Abschluss als den Beginn einer Reise, die sie schließlich zurück in den königlichen Kreis und zurück in das Herz des Mannes führen würde, der sie nie ganz losgelassen hatte. Als ein Kapitel der königlichen Geschichte zu Ende ging, begann ein anderes auf verhaltenere Weise aufzutauchen. Hinter den Kulissen flammte nach und nach eine langjährige Beziehung wieder auf, während die ganze Welt mit der Trennung beschäftigt war. Ist es möglich, dass der Abschluss einer Liebesgeschichte den Weg für eine zweite Chance ebnet? Alte Flamme und neue Krone. Eine Begegnung mit Prinz Charles fand 90 statt, bevor Camilla berühmt wurde. Es war Lucia Santa Cruz, eine Freundin der beiden, die sich schließlich einander vorstellte. Obwohl sie schon seit Jahren derselben elitären Gesellschaftsgruppe angehörten, sie trafen sich zunächst nicht, anders als viele glauben, bei einem Poloturnier, sondern bei einem Freund. Sie fühlten sich sofort zueinander hingezogen. Beide hatten eine Leidenschaft für Pferde und Outdoor-Aktivitäten und kamen aus ähnlichen Verhältnissen, was ihre schnelle Entwicklung zu einer starken Beziehung erleichterte. Es dauerte nicht lange, bis sie in der Oberschicht ein bekanntes Paar waren, da man sie häufig zusammen bei bedeutenden Veranstaltungen und Familientreffen sah. Doch Anfang 1939 erreichte ihre sich entwickelnde Beziehung einen Wendepunkt. Charles erhielt einen Ruf zum Dienst in der Royal Navy und die längere Abwesenheit führte dazu, dass die Dinge, die sie gebaut hatten, unter Druck gerieten. Camilla hatte nicht nur ihr Leben weitergeführt, sondern auch ihren Ex-Mann geheiratet. Als er zurückkam, trotz der Tatsache, dass ihre romantische Verbindung zu Ende ging, trennten sie sich nie vollständig voneinander. Viele sind der Meinung, dass die Affäre im Jahr 1980 wieder aufgenommen wurde, während andere behaupten, dass sie nie wirklich zu Ende gegangen sei. Unter zahlreichen Insidern kursierten Gerüchte, dass Camilla Charles immer fest im Griff hatte, auch während er verheiratet war. Während Diana im Fokus der Öffentlichkeit stand, blieb Camilla im Hintergrund. Doch ihr Einfluss ließ nie nach. Als sich die Geschichten verbreiteten, begann sich die Öffentlichkeit gegen sie zu wenden und ihr die Schuld an den Problemen zu geben, die zwischen der Ehe auftraten. Aufgrund der heftigen Kritik, die sie erhielt, konnte sie eine Zeit lang nicht gesehen werden. Doch trotz der Tatsache, dass sie verschwand und nicht mehr sichtbar war, wurde die Verbindung, die zwischen ihr und Charles bestand, nur noch stärker und keine noch so große öffentliche Empörung konnte jemals zerstören, was immer da war. Bis zum Jahr 2005 war es nicht mehr möglich, die Bindung zu verbergen. Ein Schritt, der den Beginn eines neuen königlichen Kapitels markierte, gab Clarence House seine Verlobung bekannt. Angesichts der Tatsache, dass Camilla bereits verheiratet war, stieß die Verbindung zwischen Charles und Camilla auf große Skepsis.
insbesondere aufgrund der potenziellen Rolle von Charles als zukünftiger Führer der Church of England. Dennoch erhielten sie von der Königin, der Regierung und der Kirche die Erlaubnis zu heiraten, und das Paar schloss in einer unauffälligen standesamtlichen Zeremonie im Windsor Guildhall den Bund fürs Leben. Durch den Austausch der Gelübde wurde Camilla offiziell ein neuer Titel verliehen und ihre Position direkt neben dem König der Zukunft endgültig festgelegt. Der Abschluss ihrer Hochzeit symbolisierte den Abschluss vieler Jahre des Wartens, des Verurteilens und der schließlich gegebenen zweiten Chance. Es war nicht nur ein Wendepunkt für sie, sondern auch ein Wendepunkt für die Monarchie selbst. Doch was passiert, wenn die Dame, die früher als Außenseiterin galt, die Rolle der Königin übernimmt, nachdem sie nach dem Sturm gesalbt wurde? Nach dem Tod von Königin Elizabeth am 8. September 2022 begann für die königliche Familie eine neue Phase ihrer Geschichte. Prinzessin Camilla wurde zur Königin-Gemahlin erhoben, nachdem Charles zum König gekrönt worden war. Um Missverständnissen mit der verstorbenen Königin vorzubeugen, nannte man sie zunächst Ihre Majestät, die Gemahlin der Königin. Dies geschah, um Verwirrung zu vermeiden. Aus dem Titel ging klar hervor, dass sie König Charles bei seiner Arbeit unterstützen würde, anstatt die Nachfolge seiner Mutter anzutreten. Im Laufe der Zeit gewöhnte sich die breite Öffentlichkeit allmählich daran, Camilla in ihrer neuen Rolle zu sehen. Der Weg, den Camilla einschlug, war nicht einfach, obwohl die breite Öffentlichkeit offenbar glaubte, dass es ihr leicht fiel. Die öffentliche Wahrnehmung von Camilla war lange Zeit durch Unsicherheit und Kritik getrübt. Dennoch begann sich ihr Bild im Laufe der Zeit allmählich zu verändern. Im Laufe der Zeit erkannten die Menschen ihre Anwesenheit und Hilfe in schwierigen Zeiten und veränderten ihre Wahrnehmung von ihr als bloße Person aus Charles' Familiengeschichte. Sie beharrte darauf, königliche Veranstaltungen zu besuchen, sich an wohltätigen Aktivitäten zu beteiligen und blieb nach seinem Tod still an der Seite des Königs. Diese Ereignisse trugen zu einer Veränderung in der Art und Weise bei, wie die Menschen sie wahrnahmen. Später entwickelte sich die Position, die ihr zuvor viel Kritik eingebracht hatte, zu einer Position, die allgemein anerkannt wurde. Es ist für uns unmöglich, die Menschen außer Acht zu lassen, die unter den zerstörerischen Auswirkungen von Konflikten leiden. Sie konnte sich heimlich als Mitglied der königlichen Familie etablieren. Wenn man verstehen möchte, wie es Charles gelang, seinen Willen, Camilla zu seiner Königin zu machen, aufrecht zu erhalten, obwohl diese Entscheidung öffentliche Kontroversen auslöste, muss man unbedingt untersuchen, wie er von Anfang an geformt wurde. Als Charles am 14. November 1948 geboren wurde, war sein Leben bereits vorbestimmt. Es wurde immer erwartet, dass er eines Tages König werden würde, da er das erstgeborene Kind von Königin Elizabeth war. Als seine Mutter 1922 den Thron bestieg, verlagerte sich der Fokus auf ihn als künftigen Monarchen. Von diesem Zeitpunkt an verdienten alle seine Aktivitäten eine Berichterstattung. Im Gegensatz zu den meisten Kindern musste Charles Fehler machen und wachsen, während er ständig von Kameras und Medienvertretern beobachtet wurde. Dies steht im Gegensatz zu der Situation, in der sich die meisten Kinder entwickeln können. Aufgrund seines Reichtums war er übermäßigem Druck und strengen Gesetzen ausgesetzt, obwohl er bereits als kleines Kind in Palästen lebte, die Welt bereiste und formelle Veranstaltungen besuchte. Er war nicht in der Lage, sich frei zu bewegen oder leicht Freunde zu finden, da die breite Öffentlichkeit alles, was er tat, beurteilte. Dies machte es ihm schwer, neue Bekanntschaften zu knüpfen. Obwohl er nur eine begrenzte Zeit zum Spielen hatte, lernte er schnell, höflich zu lächeln, sich die Hände richtig zu schütteln und mit Vorsicht zu sprechen. Während seiner gesamten Kindheit wurde er immer wieder daran erinnert, dass er sich in vielerlei Hinsicht von anderen Männern unterschied. Unter den vielen Zielen, die Charles kannte, gab es nur eines: die Verantwortung, die Krone zu tragen, wurde ihm schon in jungen Jahren übertragen. Und diese Verpflichtung hatte von diesem Zeitpunkt an
Auswirkungen auf alle Aspekte seines Lebens. Wenn man sich jedoch innerhalb der Palastmauern aufhielt, war es meist kalt und einsam. Von außen schien es ein Leben voller Reichtum zu sein. Wenn man jedoch drinnen war, war das nicht der Fall. Obwohl Charles alles hatte, war seine Fähigkeit, einfach er selbst zu sein, stark eingeschränkt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein kleines Kind das Gewicht einer Krone tragen kann, obwohl es noch ein Kleinkind ist. Als Charles aufwuchs, erlebte er Zeiten extremer Einsamkeit. Diese Episoden prägten seine Kindheit. Obwohl er sehr gut versorgt wurde, zeigte seine Familie ihm nicht viel Zuneigung. Darüber hinaus mangelte es ihnen, obwohl sie sich um ihn kümmerten, an Wärme und Nähe. Seine beiden Eltern, Königin Elizabeth und Prinz Philip, waren ihrer Verantwortung als Könige sehr verpflichtet und verbrachten einen Großteil ihrer Zeit mit Reisen in andere Teile der Welt. In dieser Zeit wurde er geboren. Obwohl Charles sich ihrer Verantwortung bewusst war, verspürte er das Gefühl, von ihnen getrennt zu sein, wenn sie nicht in der Nähe waren. Charles' Vater, der für sein strenges und reglementiertes Temperament bekannt war, sagte voraus, dass Charles streng sein würde, obwohl Charles ein sanfteres Wesen hatte als sein Vater. Aufgrund dieser Kluft war es für sie schwierig, miteinander in Kontakt zu kommen, und Charles hatte häufig das Gefühl, dass er sich verbergen musste, um die Erwartungen seines Vaters an ihn zu erfüllen. In der Schule bot das Leben weitere Herausforderungen, die es zu bewältigen galt. Im Gegensatz zu anderen Königen, die vor ihm in der Thronfolge auftraten, erhielt Charles seine Ausbildung nicht innerhalb der Palastmauern. Es wurde beschlossen, ihn auf Internate zu schicken, darunter Gordonstoun, das in Schottland liegt und für sein hartes und anspruchsvolles Bildungsprogramm bekannt ist. Der Schwerpunkt der Schule auf Ausdauer und Selbstbeherrschung gefiel ihm nicht, und er empfand die Atmosphäre als rau und isoliert. Er äußerte auch seine Unzufriedenheit mit dem Programm. Im Gegensatz zu seinem Vater, der an diesem Ort erfolgreich war, fiel es Charles schwer, sich an diesem bestimmten Ort wohlzufühlen. Allerdings hatte er einen großen Drang, Neues zu lernen und sein Repertoire zu erweitern. Unter den vielen Möglichkeiten, die er routinemäßig nutzte, um sich auszudrücken, griff er häufig auf Aktivitäten wie Singen, Malen und Lesen zurück. Darüber hinaus hatte er großen Respekt vor der Natur sowie vor der Kunst und der Geschichte. Da Charles sich draußen am wohlsten fühlte, legte er Wert darauf, so viel Zeit wie möglich in der Natur zu verbringen. Zeit draußen zu verbringen, auch wenn es nur für kurze Zeit war, ermöglichte es ihm, für einen Moment der Last königlicher Erwartungen zu entfliehen. Diese Zeit konnte er zu seinem Vorteil nutzen. In diesen Zeiten der Einsamkeit gelang es ihm, die Orientierung zu bewahren und auf dem Boden zu bleiben. Er nahm gerne an kreativen Aktivitäten teil, weil sie ihm die Chance gaben, er selbst zu sein, was ihm in öffentlichen Situationen nicht immer angenehm war. Er schätzte diese Gelegenheit, weil sie ihm erlaubte, er selbst zu sein. Der ständige Druck, eine bestimmte Leistung zu erbringen, insbesondere vor den Medien, war ein wichtiger Faktor bei der Art und Weise, wie er sich selbst verhielt. Dieser Druck war besonders ausgeprägt, wenn er vor den Medien stand. Der tiefe Groll, den Charles während ihrer gesamten Ehe gegenüber Diana hegte, wurde Palästinensiedern schon seit geraumer Zeit zur Kenntnis gebracht. Personen, die der königlichen Familie sehr nahe stehen, haben berichtet, dass er hinter den Kulissen ständig seine Missbilligung über ihr Verhalten zum Ausdruck gebracht habe. Er charakterisierte sie als ungeduldig, fordernd und zögerlich, die Rolle auszufüllen, die einer zukünftigen Königin zukommt. Obwohl sie die Herzen der Menschen eroberte, hatte er laut Quellen das Gefühl, dass sie ihn privat nicht mit viel Respekt behandelte. Und das, obwohl sie die Herzen der Menschen eroberte. Mit der Zeit wurde er immer unzufriedener. Und diejenigen, die mit der Spannung vertraut waren, gaben an, dass es für ihn immer schwieriger wurde, seine Gefühle zu verbergen. Die Wahrheit war ganz anders als das, was dem Rest der Welt beigebracht wurde. Und hinter verschlossenen Türen war sie völlig anders. War es aus Liebe,
aus Pflichtgefühl oder aus etwas ganz anderem. Als Charles heiratete, ist es möglich, dass die königliche Familie tatsächlich aus den Schatten der Vergangenheit hervortreten kann? Was ist mit der Frage, ob König Charles länger hätte warten sollen, bevor er Camilla heiratete? Glauben Sie, dass Charles recht hatte, dies öffentlich zu sagen? Oder sollten manche Gefühle begraben bleiben? Teilen Sie uns Ihre Gedanken in den Kommentaren mit. Und wenn Sie diese Enthüllung schockiert hat oder Sie dazu gebracht hat, die Monarchie anders zu sehen, klicken Sie auf Gefällt mir. Klicken Sie auf Abonnieren und tippen Sie auf die Glocke, damit Sie nicht verpassen, was als nächstes kommt.